Geht schon wieder los. Jetzt waren vorhin die Halbbullen da und jetzt sind es die echten. Wurde uns auf dem Weg auch schon gesagt, hier gibt es fiese Hunde, die beißen. Die ziehen nachts in Rudeln rum, hier auf dem Land und jagen auch Hühner und so ein Zeug. Auf jeden Fall ist es sehr befreiend hier zu sein. Es ist wunderschön, es ist absolut ruhig. Ich höre keinen Bus, kein Auto. Aber es ist unglaublich tolle Erfahrung hier. Es ist so cool hier, ehrlich. Was wir innerhalb der letzten Stunde erlebt haben. Wir fahren wieder. Wir sind jetzt in Mohammedia. Wir sind zu Gast bei der Nuheila. Hier ist die Nuheila. Hallo. Die ist total süß und mit ihr und ihrem Bruder fahren wir jetzt mal ein bisschen Mohammedia anschauen. Das ist eigentlich total lustig, weil wir die Nuheila über jemand anderen in Marrakesch kennengelernt haben. Und dann hat sie uns eingeladen, ja, und jetzt sind wir hier. This is Unified in Mohammedia and this is in Kanisa, the Orthodox and the Catholic. Voll erwischt. Die standen zu nah am Wasser, die zwei. Geht ganz schön eine Brise. Sand in der Luft. Du hast Glück mit einer Schutzbrille. Ja. Willst du noch eine Dusche nehmen? Stell dich mal da wieder weiter vor. Ja, ich bin noch nass. We go there. Okay. Soll ich dir ein bisschen auf den Bauch drücken? Ja, das war die Nuheila und ihr Vater und ihr Bruder. Die sind ganz lieb. Du navigierst doch heute. Ich? Ne. Ich habe kein Handy mehr. Ich habe monatelang navigiert. Sie bringen uns jetzt zu der Straße. So, das ist unsere aktuelle Eskorte. Diesmal keine Polizei, sondern Nuheila mit ihrem Vater und ihrem Bruder. Und die bringen uns jetzt zu der El Gara Straße. Und da fahren wir jetzt mal nach. Sie haben gesagt, sie kennen da einen schönen Weg. Und der wäre am besten zu fahren. Es gibt 3 verschiedene Routen. Nachdem wir Mellis Familie besucht haben in Casa, sind wir nach Mohammedia zu Nuheila. Und bei der sind wir heute Morgen los in Richtung El Gara, ja. Und das sind etwa 60 Kilometer. Gucken wir mal, wie weit wir danach noch kommen. Im Endeffekt wollen wir nach Beni Mellal. Und das ist wieder im Gebirge, also wir fahren quasi von 0 Meter hoch auf 500, 600 oder so. Dann nach Beni Mellal wieder ein Stückchen runter und dann auf 1200 nach Usud. Das da ist El Gara. Schon eine Weile her und wir hätten es gar nicht mehr gedacht, aber
Ja, wieder eine Kontrolle. Und sie wollen wissen, wo wir hinfahren und alles. Das Übliche halt einfach. Es geht schon wieder los. Jetzt waren vorhin die Halbbullen da und jetzt sind es die echten. Wer unsere Videos alle gesehen hat, der hat bestimmt das schon mitbekommen mit der Polizei. Also es hat auf jeden Fall was mit dem Atlasgebirge zu tun. Das war vorher nie so, nur wenn man in der Nähe vom Atlas ist. Ja, oder wenn man auch nur andeutet, in die Richtung vom Atlas zu fahren. Ja. Wir sind ja noch wirklich verdammt weit weg vom Atlas. Und das Auto da ist dann von der Polizei. Und da stehen unsere Räder. Wir haben gefragt, ob wir auf dieser Wiese da hinten draußen außerhalb von diesem Grundstück schlafen können. Und weil es hier Hunde geben soll. Das wurde uns auf dem Weg auch schon gesagt. Hier gibt es fiese Hunde, die beißen. Die ziehen nachts in Rudeln rum, hier auf dem Land und jagen auch Hühner und so ein Zeug. Und ja, dann haben wir gefragt, ob wir dafür hier im Haus. Und sie so, ja, das geht schon, aber es wäre doch drinnen viel besser, wenn ich lieber rein wollen. Ich sagte, ja gut, im Garten können wir auch zelten und dann, ja, jetzt haben wir ein ganzes Zimmer. Das ist eins von, ich habe jetzt 5 gesehen. Die sind alle ähnlich eingerichtet. Also an Platz mangelt es ihnen nicht, das ist schon mal gut. Dass wir ihnen da nichts wegnehmen in dem Sinne, dass sie jetzt halt irgendwie auf dem Boden schlafen, damit wir hier sind, weil das hatten wir nämlich auch schon. Das ist ja scheiße. Und ja, jetzt wurde uns gerade die Omi vorgestellt. Eine ganz süße. Ich glaube, sie hat schon ein paar Zähne zu wenig, aber ein Grinsen, so ein herzliches Grinsen hat sie drauf. Es ist so unglaublich friedlich hier. Und da zeigt er uns sein Zwiebelbeet. Wird jetzt Stroh in Tüten gepackt, damit man die Viecher füttert. Ich habe gerade gesagt, so, ja, wir kommen mit, wir helfen dir. Ich darf das nicht anfassen, weil ich sonst dreckige Hände krieg, sagt er. Und dann habe ich doch gesagt, das macht doch nichts. Ich kann ihm doch helfen, der muss doch jetzt nicht hier... Wir können doch wenigstens die Säcke vollstopfen, aber das wollte er nicht. Und ja, gut, ich möchte auch nicht unhöflich sein. Jetzt stehe ich halt hier und gucke zu, wie sie Säcke mit Stroh vollstopfen. Er ist der Meinung, meine Klamotten würden dreckig. Dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Passt schon. Nein? Auf jeden Fall ist es sehr befreiend, hier zu sein. Es ist wunderschön, es ist absolut ruhig. Ich höre keinen Bus, kein Auto. Da hinten ist ein Eselskahn. Es ist dermaßen schön und ruhig und angenehm. Wir haben ihnen unser Gemüse geschenkt. Das haben wir heute ganz frisch gekauft, haben sich darüber gefreut, fanden sie gut. Da drin stehen unsere Räder und das ist wohl sein Haus und gleichzeitig sein Vorratslager. Die wohnen hier alle so wie so in einer Kommune oder so zusammen. Finde ich richtig cool. Ah ja, und jetzt wird es hier hingekippt. Das ist richtig cool, mal so richtig live dabei zu sein. Kraftfutter. Und da rasen sie alle rein. Jetzt gibt's wohl Essen. Cool. Jetzt geht's den Hühnern an den Kragen. Also es ist unglaublich tolle Erfahrung hier. Es ist so cool hier, ehrlich. Was wir innerhalb der letzten Stunde erlebt haben. Okay, dann schieben wir mal hinaus. Das ist Lämmer. Oh, das ist so eine schön herzliche Begegnung, unglaublich. Das Abschied nehmen ist immer am schwierigsten für mich. Wirklich. Da. Das geht ganz schön unter die Haut. Wildfremde Menschen
trifft, die einen einfach aufnehmen und sagen, hey, du musst nicht raus in deinem Zelt schlafen. Du kommst rein und schläfst bei uns drin. Und das auch erstmal anzunehmen, zu lernen, habe ich lange gebraucht. Mittlerweile kann ich es ein bisschen. Und ja, dann das wieder gehen ist auch wieder unglaublich schwierig. Wir haben ihnen unser ganzes Gemüse geschenkt, das hat sich total gefreut, das fanden sie super. Ja, und man hat dann wohl gestern so einen Stockel mehr geschlachtet als sonst, glaube ich. So dermaßen ländlich, dass man sogar getrennt ist. Davon gehört habe ich, aber gesehen habe ich es jetzt noch nicht. Also dass hier wirklich die Männer miteinander essen und die Frauen miteinander. Frauen im eigenen Zimmer mit eigenem Essen, Männer im eigenen Zimmer mit eigenem Essen. Also ich als blonde Frau, als Europäerin und als Ehrengast wahrscheinlich auch hatte das Glück, dass ich mit den Männern mitessen durfte. Also war schon eine tolle Erfahrung auch. Aber total süß, die Oma, die ist jetzt weit über 80, also er hat zu mir gestern gesagt 90. Aber es ist ja oft so, dass bei den alten Leuten hier in Marokko dass das Geburtsdatum gar nicht mehr weiß. Also es gibt keine offiziellen Papiere und man schätzt einfach nur noch allgemein 90. Könnte sogar hinkommen, wenn es so aussah. Und die schleppt Wasser und Säcke rum, das ist unglaublich. Die ist richtig fit. Und die wollte uns noch Milch mitgeben. Deswegen hat sie jetzt noch frisch von der Kuh extra für uns Milch abgezapft. Die ist noch warm. Die ist noch warm, ja. Echt krass. Total lieb. Immer mal wieder eine Überraschung, Marokko. Ich würde ziemlich alles essen, aber Schnecken schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ich pack das nicht. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.